Hi Leute, willkommen zu Dragon gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau. Naja, und auch einige andere Sachen, die ich schon mal mache. Kennt mich ja, ne? So je nachdem, wo ich Bock drauf habe. Heute bin ich am Überlegen, ne, das habe ich eigentlich schon ein bisschen länger überlegt. Und zwar wollte ich mal probieren, nachdem ich ja schon ein paar Schäumsachen mal gemacht habe. Ich hatte hier noch so eine alte Steinschlosspistole rumliegen, so eine Deko-Pistole. Jetzt habe ich mir überlegt, die können wir ja auch ins Schäumen. Ich hoffe, das ganze Thema gefällt euch. Wenn es euch gefällt, denkt dran, wenn ihr neu seid auf dem Kanal oder generell noch nicht abonniert habt, abonnieren nicht vergessen und die Glocke, kostet auch alles nichts und damit unterstützt ihr mich. Schon mal ein Danke wieder an alle, die mich schon wieder neu abonniert haben. Freut mich super. So, dann geht es mal los. Bleibt dran, wir sehen uns. Ich habe da schon so ein bisschen mal wieder was vorbereitet. Jetzt nicht allzu viel, aber so ein bisschen was. Und zwar, ich hoffe, dass ich dadurch ein bisschen Silikon spare. Habe mir jetzt von einem Karton so grob ungefähr die Pistole, so die Umrisse, damit ich nicht zu viel Schwund drumherum habe. Dass das nicht wieder so ein riesen Klotz wird. Dann habe ich mir ein paar Streifen gemacht. Das werde ich jetzt mal hier so drumherum kleben. Ich hoffe, dass das von der Höhe nachher hinkommt. Obwohl, wenn ich das so sehe, könnte schon ein bisschen knapp werden. Naja, mal schauen. Naja, probieren wir einfach mal aus. Ich werde das Ganze jetzt erstmal mit Heißkleber drumherum kleben. Und dann gucken wir mal, wie das so funktioniert. Vielleicht machen wir hier auch noch den Knick, dass wir das hier noch so ein bisschen abrunden. Können wir das vielleicht ein bisschen besser kleben. Ich möchte nämlich, wenn es irgendwie geht, so wenig Klebekanten wie möglich haben. Ich runde das jetzt hier einfach mal so ein bisschen ab. Ich hoffe, das funktioniert. Aber das könnte mal wieder was Interessantes werden, habe ich so das Gefühl. Ich muss sowieso noch gucken, das hier lassen wir jetzt mal so ein bisschen trocknen, weil ich habe mir nämlich noch ein bisschen Gedanken wieder gemacht. Hier das Loch, das ist relativ tief. Das ist mir nachher ein bisschen zu tief. Da muss ich noch am Überlegen, damit da nicht so viel Silikon reinläuft. Mache ich hier noch so eine Art Stoppen rein. Mal gucken, ob wir das da so reinkriegen. Das ist noch ein bisschen zu groß. Ups. Das war jetzt auch nicht so geplant. Müssen wir erstmal noch ein bisschen liegen lassen. Ich vielleicht besser mit dem Locheisen noch ein bisschen ausgestochen. Aber wie gesagt, ich will das Ding jetzt da reinmachen, damit das halt nicht so viel Silikon da rein. Ihr wisst ja, das Zeug ist ja auch teuer. Ich habe mir zwar schon wieder Neues bestellt, auch mal diesmal von einem anderen Hersteller. Das ist, glaube ich, diesmal so ein Schweinchen rosa, wenn das gemischt ist. Ob das natürlich was ist, kann ich noch nicht sagen. Wie gesagt, habe ich jetzt mal neu, weil das ein bisschen vom Gebinde ein bisschen mehr war. So, stopfen wir hier ein bisschen noch rein. Nicht zu tief, aber so, dass das auf jeden Fall noch so, dass man sehen kann, dass das hier so reingeht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe nämlich gesehen, hier, das ist auch so ein bisschen. Jetzt habe ich Angst, ich weiß nicht, ob man das hier so sehen kann, dass da hier noch so ein bisschen dahinter kommt. Jetzt werde ich einfach mal ausprobieren. Das Ganze hier ein bisschen so mit Heißkleber drüber gehen und gucken, dass ich die Ritzen so ein bisschen zukriege. Mal schauen. Jetzt habe ich nachher das ganze Silikon nämlich dann dahinter. Und das finde ich jetzt dann nicht so toll. Oh, das geht. Dann versaue ich das Ding zwar jetzt so ein bisschen. Aber besser, als wenn ich jetzt Silikon nachher dann da in den Ritzen drin habe. Ich mache da doch nur so ganz dünn drüber. Ja, ich glaube, das war es. Also quasi nur hier einmal hier unten, weil das nicht so richtig dran gesessen hat. Und hier den Abzug noch so ein bisschen, weil das da nicht reinläuft. Ich glaube, hier muss ich noch ein bisschen mal drüber. So. Wie gesagt, das sieht aus, als wenn man dann wieder runterfrickeln kann. Das mache ich dann nachher, wenn es dann geklappt hat. Mal schauen.
Wo ich noch ein bisschen Sorgen habe, den Müll hier auch, ich ein bisschen Sorgen habe, ist, dass das hier mit dem Mechanismus funktioniert, dass da der Schaum vernünftig reingeht. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das funktioniert. Weil das halt ist ja alles ein bisschen filigran, nenne ich es jetzt mal. Mal schauen. Mal gucken, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wäre natürlich cool. Beschäumte Pistolen zum Schmeißen. Die Idee finde ich total geil. Hatte ich jetzt schon länger mal in der Planung gehabt. Wird jetzt dieses Jahr dann auch mal wieder ein paar Sachen, mal abgesehen von Wünschen von den Leuten, werde ich auch mal wieder ein paar eigene Sachen mal wieder so ein bisschen was machen. Das mit dem Schäumen, da habe ich jetzt einfach mal wieder Bock drauf gehabt. Kennt mich ja, ich mache ja immer so, wie ich Bock drauf habe, die Videos, also von den Themen her. Und das war jetzt eine Sache, da hatte ich jetzt schon länger mal Bock drauf. Mal schauen, was draus wird. Kann natürlich auch mal wieder ein teurer Spaß sein, der vielleicht in die Hose geht. Das Ganze, das ist jetzt soweit, ich hoffe, abgekühlt. Ja, sieht gut aus. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich erstmal eine dünne Schicht erstmal reinmache, bevor ich die Pistole dann reinlege. Mal schauen. Soweit die Idee. Jetzt nehmen wir erstmal einen von den Bechern. Das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. Na, jetzt die Überlegung ist, dass ich halt schon mal so ein bisschen, damit ich nicht zu viel Silikon brauche, wie gesagt, ich hoffe, es funktioniert. Ja, dann lasse ich das jetzt erstmal trocknen. Und wenn das dann soweit trocken ist, lege ich die Pistole drauf. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Kann natürlich auch sein, ich bin auch noch am Überlegen, ob ich mal mich versuchen soll, eine zweiteilige Form zu machen. Also die man quasi direkt so auseinander machen kann. Gucken wir uns das Elend mal an. Ja, so ein bisschen klebt es noch. Aber ist nicht schlimm. Hoffe ich auf jeden Fall. So, dann hoffen wir mal, dass mein Plan so funktioniert. Den müssen wir noch ein bisschen justieren. Und dann hoffe ich mal, dass das nachher halt hoch genug wird. Schaut mal so ein bisschen. Die Vermutung, dass ich die Pappe vielleicht noch ein paar Zentimeter, so 1, 2 hätte höher. Das sieht nämlich irgendwie aus. Ja. Ich glaube, das könnte ein bisschen knapp werden. Naja, gut. Schauen wir mal. Zur Not muss ich halt noch oben ein bisschen was draufsetzen. Wäre ja auch mal Wunder, wenn mal irgendwas richtig klappt. Naja, gut. So, das brauchen wir nicht mehr. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Ja, so 1 Zentimeter müsste ich, glaube ich, noch drauf machen. Das ist natürlich Mist. Na, da werde ich wohl dann noch ein Stück draufkleben müssen. Das wird sonst ein bisschen zu knapp. Ich habe jetzt hier noch mal so 2 Zentimeter oder 3 noch mal drauf geklebt. Habe das Ganze noch wie unten auch mit Heißkleber noch mal dicht gemacht. Ich sehe gerade, hier ist noch ein bisschen bei den Blasen hochgekommen. Problem war, ich hatte gerade noch was versucht, aber das war jetzt nicht so. Ich wollte da noch so ein paar Holzstifte reintun, damit man das zweiteilen kann. Aber das war jetzt, glaube ich, entweder, ich muss mir das nochmal angucken. Wahrscheinlich zu früh, weil die Dinger, die waren noch, dann haben sich quasi, sind umgefallen. Da musste ich die nämlich wieder rausziehen. War jetzt nicht so das Optimale. Mal gucken. Bei dem wird das wahrscheinlich wieder nur, da ich dann aufschneide und wieder so zusammen mache wie bei den anderen, aber das hat ja ganz gut funktioniert. Jetzt lassen wir das erstmal trocknen. Jetzt wollen wir mal gucken. Den neuen Silikon.
Das sind jetzt hier, ja, da haben sie ja noch Klebeband drumherum gemacht. Mal gucken, hoffentlich funktioniert das. Mal schauen. Habe ich auch noch nicht ausprobiert, war mal ein anderer Hersteller. Vielleicht hätte ich auch besser wieder denselben nehmen sollen, aber ich dachte, probier's immer aus. Aber normalerweise müsste das Silikon ja auf dem anderen Silikon dann halten. Wenn sich nichts verbindet, aber Silikon mit Silikon, das klappt ja eigentlich. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viel wir dann da nehmen. Guck mal einfach mal. So, Becher haben wir. Gucken wir mal, dass wir die Dinger hier mal aufdrehen. Schauen, ob da auch noch irgendwas drinnen ist zur Sicherung. Ja, ist auch noch was drin. Ah, das ist natürlich nicht schlecht. So, das ist das eine. Aha. Aha, der hier. Doch, der will auch. Ach, das sieht doch grün aus, Leute. Ich hatte gedacht, das wäre pink. Naja, sehr. So, was machen wir denn da? Bei dem einen hat man, na komm, machen wir mal so 80. Ich hoffe mal, dass das reicht. Oh, das war schon, sind wir schon bei 100 und ein paar gequetscht. So viel wollte ich eigentlich nicht. Na sehr. So. Also, eins habe ich schon mal festgestellt. Die Dinger sind irgendwie schon mal zum Gießen schon mal nicht so toll. Naja, gut. Ups, jetzt habe ich den ganzen Scheiß am Finger. So, 102, da müssen wir 200 hoffentlich kriegen wir das da rein. So, jetzt haben wir hier natürlich noch überall wieder die Blubberbläschen. Hier haben wir auch alles noch voll. Aber es funktioniert mit dem Pappen. Es läuft nichts aus. Was jetzt natürlich toll wäre, so eine Art Rüttelplatte. Aber wir versuchen das Ganze hier mal wieder relativ simpel zu halten. Also muss das eigentlich gehen. Die Pistole dürfte sich ja nicht mehr verschieben. Die haben wir ja schon im Silikon fest gehabt. Kommt groß nichts mehr, so wie es aussieht am Blasen. Dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal wieder trocknen. Ja Leute, dann müssen wir uns das Ganze mal angucken. Das war gestern irgendwie noch ja nicht trocken geworden. Jetzt habe ich gesehen, jetzt habe ich hier so ein Blubberbläschen. Das scheint aber relativ weit reingegangen zu sein. Na, da muss ich mal gucken jetzt. Aber fühlt sich, naja, was heißt trocken, auf jeden Fall so an, dass ich hoffentlich runterschneiden kann. Ja, mein Messer fühlt sich irgendwie auch nach Silikon an, so ein bisschen glibberig. Ich hatte nämlich noch vergessen, wir müssen da ja auch noch irgendwie den Schaum reinkriegen, nachdem wir das Ding hier raus haben. Und die Pistole. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Bei den anderen Sachen bis jetzt hatte ich ja immer so ein bisschen was, dass man da an einer Seite das irgendwie rausmachen konnte. Beziehungsweise dass das offen war. Das habe ich irgendwie bei dem Ding hier irgendwie total verpeilt. Oh, ich merke gerade, das ist innen drin auch noch nicht so ganz trocken. Ich glaube, Leute, das Ganze muss man noch weiter trocknen lassen. Das ist noch nicht so richtig durch. Eine Viertelstunde später habe ich das meiste jetzt von der Pappe hier ab. Aber das ist hier an den Stellen ist er noch nicht richtig trocken. Also komischerweise hier auf der Seite ist das okay. Das ist hier hart.
nur auf der Seite irgendwie nicht. Also ich glaube, ich werde das Ganze jetzt erstmal am besten noch trocknen lassen. Ich lasse es jetzt noch einen Tag hier liegen. Eigentlich wollte ich ja heute das Video fertig machen, aber irgendwie will das nicht so ganz. Naja, mal gucken. Also ich muss sagen, die erste Version mit dem Silikon, die trocknet wesentlich schneller und besser wie jetzt das neue Zeug. Naja, mal schauen. Noch einen Tag später, mal gucken, wie es jetzt aussieht. Also hier unten, das ist super. Das kann man nichts sagen, das fühlt sich auch nicht so klebrig an. Hier oben, das fühlt sich immer noch irgendwie so richtig klebrig an. Aber das ist jetzt auch schon 2 Tage jetzt drin. Ich mache das jetzt mal auf. Weiß ich nicht. Also ich muss sagen, das neue Silikon, entweder hat das Probleme mit den Temperaturen. Vielleicht habe ich es auch nicht richtig gemischt. Auf jeden Fall, das ist jetzt schon den 2. Tag und fühlt sich immer noch an, als wenn es noch nicht so richtig ist. Naja, mal gucken. Also momentan bin ich nicht so begeistert. So. Jetzt werden wir mal schauen, dass man das ganze Ding hier mal rausholt. Dafür werden wir jetzt hier das Ganze erstmal wieder einschneiden. Ich hoffe, das klappt. So. Da werden wir wahrscheinlich wieder einige Schnitte brauchen. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Die Pistole ist raus, hat soweit gut geklappt. War noch ein bisschen viel Frickelarbeit, hier das Teil hier rauszukriegen, aber es geht. Sieht jetzt hier irgendwie nicht so schön aus. Naja, mal gucken, wie es dann später aussieht. Jetzt habe ich mit dem Dremel, habe ich hier durch die Blase, die große, die ich hatte, habe ich noch ein kleines Loch hier reingebohrt. Und zwar habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass bei der Form dann ein bisschen dann die Luft dann rauskommt. Ne? Also quasi so als Luftablassloch. Gut, ich hatte mir jetzt überlegt, hier auch ein Loch reinzumachen, aber ich glaube, das könnte ein bisschen zu klein werden. Jetzt denke ich mal, werde ich hingehen und werde das Ganze hier an dem unteren Teil ein Stück rausschneiden. Weil irgendwo muss ich den Schaum ja auch reinfüllen. Ne? So. Mal gucken, ob das reicht. Ich hoffe schon. Zum Kippen sollte das groß genug sein. Hoffe ich mal. So, naja gut. Bin mal gespannt. Wie gesagt, also mit Ruhm habe ich mich da nicht bekleckert. Das Silikon, das neue, das werde ich zwar auch aufbrauchen, aber wie gesagt, also ich hake jetzt mal unter Lehrgeld ab. Weiß ich nicht. Bin jetzt nicht so begeistert davon. Wieder mit einer Kordel einknüllen. Ja, das machen wir noch das Einfachste. Wie gesagt, ist jetzt wieder nur so ein Prototypteil, aber mal schauen. Man hat irgendwie was von einem Stück Fleisch hier, was so am Rumbummeln ist. So. Gucken wir mal, dass wir das Ganze hier ordentlich zusammenkriegen. Dann geht es mal weiter. Ich habe schon so ein paar Versuche jetzt gemacht, möchte aber euch nicht das Ergebnis des ersten Versuchs, den ich ja gefilmt habe, die anderen habe ich nicht gefilmt. Also mittlerweile bin ich beim 4. Versuch, was immer besser wird, aber den ersten Versuch, den ich gefilmt habe, möchte ich euch natürlich das Ergebnis nicht vorenthalten. Das Ganze habe ich schon mal getrennt gehabt. Rausgekommen ist, ja, das hier. Ein bisschen braun anmalen, sieht es aus, als wenn es mir aus dem Hintern. Allerdings natürlich nicht mit so Verzierungen. Wie gesagt, ich hatte aber schon fast gedacht beim ersten Mal, dass das viel zu wenig ist. Es funktioniert aber. So, passt auf.
wie gesagt, ich habe 4 Versuche gemacht. Das hier ist dann der zweite Versuch. Da ist dann hier oben, das hat hier nicht so hier oben funktioniert. Dann bin ich hingegangen. Das ist nämlich bisschen blöd gewesen. Hab hier was mit der Schere eingeschnitten an den 2 Stellen. Einmal, wo diese komische Klappe da ist, wo das Pulver drauf, und einmal der Abzug. Damit wurde es dann schon besser. Dann haben wir hier, das war dann schon der zweite, da war dann nur hier oben das Teil abgegangen, aber das konnte man wieder dran kleben. Da fehlte jetzt nur hier diese komische Schüpter. Sieht doch schon deutlich besser aus. Das Einzige, was ich aufgefallen ist, was ich bei allen noch habe, ist anscheinend hier in der Ecke war irgendwie, ist das Silikon noch nicht richtig. Das ist bei allen 4. Also da habe ich entweder nicht vernünftig durchgemischt oder was, oder war wieder was zu schnell. Naja gut, das hier ist jetzt der dritte Versuch. Machen wir mal hier so hin. Ich weiß nicht, ob man tun mal ein bisschen rüber, ob man so sehen kann. Ne? Das war 1, 2, 3. Ja, und hier haben wir dann den 4. Versuch. Mehr habe ich auch noch nicht gemacht. Da war dann hier von dieser Mechanismus war dann hier das Stück leider auch abgerissen. Aber das kommt man dann ankleben. Aber so im Großen und Ganzen finde ich das schon gar nicht mal so schlecht. Ich denke mal, das Ganze kann man soweit als gelungen bezeichnen. Wie gesagt, das ist noch nicht so ganz das Optimale, aber so als Wurfwaffe, denke ich mal, kann man das durchgehen lassen. Oder zum Schlagen. Das ist noch ein bisschen weich. Da muss ich auch noch ein bisschen rum experimentieren. Ich denke mal, wenn man von der einen Komponente ein bisschen mehr rein tut, weil hier nämlich das Ding ist relativ hart geworden. Ich denke mal, da muss man ein bisschen rum experimentieren, dass das noch ein bisschen härter wird. Aber so ist schon weich. Wenn dann Flexi-Paint, die werde ich dann auch pinseln. Und dann gucken wir mal. Aber so im Großen und Ganzen, mal gucken, wo habe ich das Vorbild genommen. Ja, so im Großen und Ganzen, denke ich mal, kann man das Ding so weit durchgehen lassen. Ist okay. Ist jetzt nicht so hundertprozentig alle Details. Hier an einer Stelle, wo ich geschnitten habe, ist auch so ein bisschen, da müsst ihr mal aufpassen. Da muss ich mal wirklich gucken, ob ich beim nächsten Mal eine zweiteilige Form direkt mache und dann irgendwie mit so Führungsnuppen drin. Da muss ich mal gucken, ob ich das mal hinkriege. Weil je nachdem, ich mache hier mal eine Kordel um das Ding drumherum, verschiebt sich das schon mal. Und dann habt ihr hier so eine bisschen unschöne Kante, da müsst ihr dann ein bisschen wegschneiden, überall rundherum. Ne? Hier bei dem Abzug, da muss ich auch immer so ein bisschen wegschneiden hier innen drin, aber das geht eigentlich, hält sich noch in Grenzen. Das war es für den ersten Teil mit dem Projekt, wir schäumen uns eine Steinschlosspistole. Hat ja eigentlich ganz gut funktioniert, ist nicht ganz so detailreich geworden, wie ich gehofft habe, aber so im Großen und Ganzen, bis auf noch so ein paar Kinderkrankheiten und da ich mit den Details noch nicht so ganz zufrieden bin, denke ich mal, ist das schon mal ganz gut geworden. Wie gesagt, wurde jetzt vom Versuch zu Versuch besser. Ne, ich hatte mich beim ersten Mal ja ein bisschen total verschätzt mit dem Schaum. Dafür habe ich dann bei den anderen Versuchen teilweise ein bisschen viel zu viel. Da hätte ich auch schon fast 2 Pistolen mitschreiben können. Da war dann so ein riesen Flatsch dann daneben. Naja, gut. Aber das, ich weiß nicht, ob ich so was euch dann überzeigen soll. Ist vielleicht auch mal ganz lustig. Aber das erste Teil ist ja schon, wie ihr seht, es klappt bei mir auch nicht immer alles direkt. Ne? Wie gesagt, da sind noch ein paar Sachen, die sind noch verbesserungswürdig. Aber so im Großen und Ganzen, denke ich mal, ist die Idee doch gar nicht mal so schlecht. Ne? Dann hoffe ich mal, das ganze Projekt gefällt euch mal wieder. Im zweiten Teil werde ich das dann noch pinseln. Ich glaube, ich mache noch ein paar davon und werde die dann mit Flexi-Paint pinseln und mal gucken, wie das dann nachher aussieht. Dann hoffe ich mal, das gefällt euch wieder das Thema. Denkt dran, abonnieren nicht vergessen, die Glocke, damit unterstützt ihr mich bei meinem Kanal. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr die 1000 Abos hinkriegen. Wäre schon schön, nach all den Videos. Also ihr könnt nicht immer nur nehmen, ein bisschen geben müsst ihr auch, kostet ja auch nichts. Also ein Abo ist ja umsonst, Gott sei Dank. Ja, ich wollte das Video eigentlich auch schon Sonntag fertig gehabt haben, aber wie gesagt, mit dem Silikon, das habt ihr ja im Video, wenn ihr das aufmerksam verfolgt habt, mitgekriegt, dass das dann über 2 Tage und teilweise die eine Stelle ja immer noch nicht ganz trocken ist. Aber da mache ich mir auch nicht viel Hoffnung, dass die trocknet, sonst wäre die nämlich schon längst trocken. Ist jetzt mittlerweile nämlich schon 3 Tage.
Naja, gut. Wie gesagt, sind noch ein paar Kinderkrankheiten, aber so im Großen und Ganzen bin ich mit dem Projekt schon recht zufrieden. Dann viel Spaß, wenn ihr auch eine eigene Idee habt. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Videos. Wir sehen uns.